Diese Woche möchte ich euch 5 Tipps zum Filzen von Puppengesichtern an die Hand geben, die euch dabei helfen, ein besseres Ergebnis zu bekommen. Und mein erster Tipp ist, bevor ihr überhaupt loslegt, sucht euch ein Foto von einem Kindergesicht raus. Dabei geht es nicht so sehr darum, dass eure Puppe am Ende aussieht wie das Kind auf dem Foto, sondern vielmehr darum, dass ihr auf dem Foto immer wieder abgucken könnt, um zu schauen, wie zum Beispiel die Proportionen tatsächlich genau sind, also wie verhält sich die Breite der Nase zur Breite vom Mund bei einem Kindergesicht, wo ist eine Wölbung oder wo ist es abgeflacht. Das sind Dinge, die man auf dem Foto immer gut abgucken kann und die einem dabei helfen, dann ein realistischeres Ergebnis zu bekommen. Sucht euch ein Foto raus mit einem neutralen Gesichtsausdruck, weil ein lachendes Gesicht oder ein schmollendes Gesicht ist deutlich schwerer zu modellieren für den Anfang. Mein zweiter Tipp ist, arbeitet die Wangen sorgfältig aus, bevor ihr anfangt, Nase und Mund zu machen. Die Wangen sollten bei einem Puppengesicht wirklich ausgeprägt sein und zwar, und das ist wirklich entscheidend, die sollten nach vorne ausgearbeitet sein und nicht zur Seite. Das heißt, versucht, wenn ihr Volumen im Wangenbereich aufbaut, dass das Gesicht, wenn ihr vorne drauf schaut, nicht breiter wird, sondern immer gleich breit bleibt, während von der Seite eine deutliche Wölbung zu sehen sein sollte. Wenn ihr immer mehr in die Breite geht, bekommt das Gesicht nämlich Pausbacken und wenn ihr nach vorne geht, bekommt ihr ein verstärktes Kindchenschema, was dafür sorgt, dass die Puppe dann besonders niedlich aussieht. Mein dritter Tipp ist, denkt euch ein Dreieck, um die Proportionen des Gesichts richtig gut hinzubekommen. Und zwar ist es so, wenn man bei einem Kindergesicht die Augen und die Mitte der Oberlippe mit Strichen verbinden würde, dann bekäme man bei einem Baby oder Kleinkind ein gleichschenkliges Dreieck. Je älter der Mensch wird, desto länger wird das Dreieck nach unten hin. Und das könnt ihr übertragen auf das Puppengesicht. Das heißt, wenn ihr eure Augen und eure Oberlippe in einem gleichschenkligen Dreieck anordnet, dann bekommt ihr ebenfalls ein schönes Kindchenschema, was dafür sorgt, dass die Puppe wirklich niedlich aussieht am Ende. Die Nase könnt ihr dann ziemlich genau in die Mitte platzieren oder ein ganz bisschen nach unten. Mein vierter Tipp ist, das Gesicht immer wieder im Profil zu betrachten. Und da sollte es so sein, dass die Oberlippe der prominenteste, also der höchste Punkt im Gesicht ist. Die Nase bleibt ein bisschen dahinter zurück und dann kommen schon die Wangen. Das heißt, Oberlippe, Nase und die Wangenspitzen bilden die höchsten Punkte im Gesicht, wobei die Oberlippe am meisten vorsteht. Mein fünfter und letzter Tipp ist, macht euch zwischendurch ein Foto eures Filzstücks, weil wenn ihr das auf dem Foto anschaut, dann seht ihr viel besser, ob da noch irgendwelche Asymmetrien sind und ob irgendwo Dellen sind oder ob es irgendwo schief ist. Wenn man immer drauf guckt beim Filzen, wird man so ein bisschen werksblind und auf einem Foto ist es so, dass man dann alle Fehler plötzlich ganz leicht erkennen kann und dann nochmal drüber gehen kann. Ja, das waren meine 5 Tipps. Ich hoffe, die helfen euch ein bisschen weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir gerne einen Like. Ansonsten findet ihr auch noch viele andere Anleitungen zum Puppenmachen und für Puppenkleidung auf meinem Kanal. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche.